Dankeschön, Christian Feld in Straßburg. Heute ist der 9. Oktober. Vor genau 5 Jahren ging ein großer Schock durch Halle an der Saale und ganz Deutschland, als ein Rechtsextremist versuchte, mit brutaler Waffengewalt in die Synagoge einzudringen. Er wollte ein Blutbad anrichten, während die Menschen drinnen Gottesdienst feierten. Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Heute gedachte man in Halle der abscheulichen Tat. Um kurz nach 12 läuteten die Kirchenglocken der Stadt zur Erinnerung an den Beginn des Anschlags. Ein besonderes Gedenken also heute in einer Zeit, in der unverhohlener Hass auf Juden auch in Deutschland weiter erschreckend zunimmt. Aus Halle, Ingo Groß. Es sind Angehörige der Opfer, Augenzeugen und viele andere, die heute vor der Synagoge Blumen niederlegen. 5 Jahre ist die Tat her, doch der Schmerz ist bei vielen noch allgegenwärtig. Auch in der St. Ulrichskirche versammeln sich Hunderte zum Gedenken. Religionsvertreter und Politiker sitzen neben Hinterbliebenen, die sich seit dem Attentat neuen Realitäten stellen müssten. Umso bewegender ist es, so viele Menschen heute hier versammelt zu sehen. Und es erfüllt mich mit Hoffnung, in viele Gesichter zu sehen, die Solidarität und Mitgefühl ausdrücken. Am Nachmittag besucht der Bundespräsident den Tatort, an dem der Attentäter wahllos 2 Menschen getötet hatte. Es ist für die Betroffenen, für diejenigen, die Angehörige verloren haben und auch diejenigen, die überlebt haben, ein bitterer Tag. Aber ein Tag, an dem wir uns gemeinsam erinnern und uns gemeinsam in die Pflicht nehmen, dass solche Dinge nicht wieder vorkommen. 9. Oktober 2019, kurz nach Mittag. In der Synagoge feiern Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, als das Gotteshaus angegriffen wird von einem Mann mit selbstgebauten Schusswaffen und Sprengsätzen. Überlebende erinnern sich. Ich dachte schon, dass es antisemitischer Natur ist. Aber ich hätte mir nicht denken können, dass da jemand ist mit einem ganzen Waffenarsenal, der versucht, uns umzubringen. Während die Besucher der Synagoge um ihr Leben fürchten, hält die Eingangstür dem Angriff stand. Der Täter zieht weiter, tötet eine Passantin auf der Straße und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Er filmt seine Tat und überträgt sie live im Internet. Heute, 5 Jahre später, kämpfen Angehörige, Überlebende und Zeugen mit dem Trauma des Erlebten. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Der 9. Oktober, das ist so ein Riss einfach, wirklich ein Riss, der nicht wieder zusammengeht. Ein Bruch im Leben der Betroffenen, ausgelöst durch Antisemitismus und den Hass eines Mannes, der seine Gewaltfantasie Realität werden lassen wollte. Verurteilt wurde er zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Schutzmaßnahmen rund um die Synagoge wurden seitdem deutlich erhöht. Auch um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus zu setzen, stehen die Menschen heute Abend auf dem Marktplatz in Halle. Und jetzt zu den weiteren